Hallo, ihr wundervollen Menschen. Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Desiree und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Melodien, in die Videos und alles, was sonst noch dazu gehört. Und ich versuche immer so viele Möglichkeiten, Perspektiven auf die Songs wie möglich zu sammeln, weil wir sind ziemlich gut da drin, unsere eigenen Geschichten in Songs hinein zu interpretieren und uns damit verbunden zu fühlen. Aber das können so und so viele Menschen. Und nicht jeder hat die gleiche Geschichte oder eine ähnliche Geschichte, sondern es gibt unterschiedlichste Geschichten und trotzdem können wir uns alle mit diesem einen Song verbinden. Und deswegen liebe ich das herauszufinden, was könnte man alles eigentlich mit diesem Song verbinden? Was könnte alles gemeint sein? Was könnte der Künstler auch alles meinen? Und weil mir das natürlich nicht immer gelingt, weil auch ich limitiert bin, brauche ich eure Hilfe. Das heißt, es wäre cool, wenn ihr in den Kommentaren eure Geschichte, eure Verbindung, eure Interpretation mit mir teilt. Genau, und heute haben wir einen Künstler, MGK. Den habe ich bis jetzt solo noch gar nicht entdeckt. Das heißt, ich kannte ihn jetzt von dem Song, ne? War es Who I Was mit NF. Und jetzt auch einen Song mit Fred Durst, beziehungsweise ist Fred Durst ja eigentlich nur so Sidekick von MGK. Aber ich fand den Song sehr, sehr cool, sehr, sehr rockig. Und ich bin auch so ein bisschen rockbegeistert. Ich bin eigentlich gar nicht so im Rap angesiedelt. Habe das nur so ein bisschen durch NF für mich entdeckt. Und es gibt so vereinzelte Künstler im Rap-Genre, die ich zu schätzen weiß. Und da mag ich eher auch so ein bisschen, wenn da ein bisschen Tiefe mit drin ist. So. Und ihr habt gesagt, von MGK gibt es durchaus auch ein, zwei Sachen, die mir gefallen könnten. Und deswegen begebe ich mich jetzt heute auf Your Name Forever Reise, beziehungsweise MGK-Reise mit dem Song Your Name Forever. Ich habe gar keine Ahnung, was mich erwartet, ob es rockig ist, ob es Rap ist, ob es was ganz anderes ist. Auch nicht, worum es geht. Wenn es Rap ist, nur mal kurz zur Vorwarnung. Ich kenne mich mit diesen ganzen Rap-Sachen nicht aus. Ich könnte nicht sagen, diese Rhyme-Scheme ist grandios, weil, oder das sind die und die Pockets und der Flow und so. Das kann ich leider nicht so zu schätzen wissen und auch nicht so herausarbeiten. Wenn ihr das wollt, dann solltet ihr bei Nox Hill vorbeischauen. Oder noch bei anderen Reaction-Kanälen, die das wesentlich besser können als ich. Und wenn er sehr, sehr schnell rappt, dann werde ich mir auf jeden Fall die Lyrics aufrufen müssen, um sie nachzulesen, weil ich bin nicht so gut und nicht so schnell im Rap hören. So, aber jetzt, lasst uns endlich starten, lang genug gequatscht. Ich bin gespannt. Your Name Forever, Official Music Video. Oh, okay. So I think it's time for us to move on, wherever we go. Everything has to come to an end, huh? Not ready for it. Someone call me back, I'll pay my coffin black if no one will. I never thought the last time I seen you would be the last time I seen you. I hopped on the bike that you gave me today and rode to nowhere, hoping that I'd reach you. The last argument that we had, I said things I shouldn't have hurt you, and I didn't mean to. Your coat's on the chair in my house right now, but you're not there when all us need you. I guess at least you found the peace you hid beneath the biggest fight that we got to meet. I know you had to bury your brother, but now we gotta bury your brother. I hope that you're finally free. Until I see you again, I'll let these tears keep falling. Until I hear you again, you know we'll all keep calling for you. Tell me, did you know it was time to say goodbye? Tell me, did the heavens align where angels fly? What happened when you kissed the sky? Tell me, did you know it was time to say goodbye? Okay. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass jemand gesagt hat, dass es ein Song ist für jemanden, der verstorben ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht, dass ich jetzt zu viel interpretiere, aber ja, krass. Kann es sein, dass er vielleicht auch genau darüber gesprochen hatte, ne? In Who I Was mit NF? Von diesem Verlust. So. Und das ist ganz schön. Ich rufe mir doch mal die Lyrics auf. Einfach, weil ich manchmal auch ein Gedächtnis habe, was wie ein Sieb ist. Ich mag es auf jeden Fall,
schon allein dieses Your Name Forever. Weil es eben dieses, ich werde immer an dich denken. So, dein Name wird für immer in meinem Kopf sein. So, du wirst immer dazugehören. Und es ist ganz schön, everything has come to an end, huh? I'm not ready for it. Und das ist ja oft so dieser Punkt, ne, wenn wir noch leben, wenn wir in der Blüte unseres Lebens sind und dann stirbt jemand, der in unserem Alter zum Beispiel auch ist. Oder auch, meinetwegen nicht in unserem Alter, aber dieser Verlust und gleichzeitig, ich bin noch nicht so weit. Für mich geht es noch weiter, für mich geht meine Reise noch weiter. Ich bin noch nicht ready. Es gibt noch so viel, was ich entdecken möchte, was ich erleben möchte, was ich leben möchte. So. Ja. Someone call me back, I'll paint my coffin black if no one will. Finde ich einen interessanten Satz. Was sagt ihr? Dieses Someone call me back könnte ja sein, dass es vielleicht diesen Wunsch gab, auch zu sterben, weil sein Kumpel oder sein Freund oder wer auch immer gestorben ist, Mentor, und er ein Teil von ihm mit ihm gegangen ist. Und dieses, jemand ruft mich zurück hier ins Leben, so, dieses I'm not ready for it. Oder auch, wenn ich gestorben bin und keiner will meinen Sarg schwarz anmalen, dann komme ich halt zurück, dann sagt mir Bescheid, ich komme wieder, dann mache ich das. Und das ist ganz interessant. I paint my coffin black. Also mein Sarg schwarz anmalen. Und schwarz kann ja für vieles stehen. Ne? Im Bereich Tod wird es immer für Trauer auch gerne genutzt. So. Aber für viele ist schwarz ja auch eine Farbe der Kraft. Eine Farbe der Ruhe, wo nichts los ist sozusagen. So. Wo alles irgendwie zur Stille kommt. Und dieses, wenn das keiner für mich machen will, dann mache ich das selbst. Kann hier auf den verschiedenen Ebenen sein. Ne? Also dieses, wenn ihr mich nicht zur Ruhe kommen lassen wollt oder ich nicht zur Ruhe komme, dann komme ich zurück und male es selber schwarz an. Oder wenn es um Trauer geht, wenn ihr nicht trauert und ihr nicht schwarz tragt oder schwarz anmalt, den Sarg, dann mache ich das selbst. Trauere ich um mich. Aber ich bin mir nicht so sicher. Irgendwie bin ich nicht ganz zufrieden mit diesen Deutungen. Was sagt ihr? Gebt mir noch mal ein paar Ideen. I never thought the last time I'd see you would be the last time I'd seen you. Und das ist ja also nicht immer so, ne? Es gibt ja durchaus, wenn Menschen krank sind, wenn Menschen schon sehr alt sind und man merkt, es geht zu Ende. So, dann haben wir die Möglichkeit, uns zu verabschieden. Aber in so einem Alter, ne, wir haben jetzt das Bild gesehen, der war ja noch nicht alt. Und ne, auch hier hätte gesagt, ne, the last argument we had, I said things I shouldn't have. Auch das, ne, wenn man im Streit auseinandergegangen ist. Und es ist ja auch immer die Frage, ne, ob es wirklich ein Streit war oder ob man einfach nur Dinge gesagt hat, die ein bisschen frustriert waren oder wo man verletzt war oder jemandem was vorgeworfen hat oder an jemandem Kritik geübt hat. Aber selbst da, ne, wenn das die letzten Worte waren oder das letzte Gespräch war, dann hält man so sehr daran fest, an diesem, hätte ich gewusst, dass es das letzte Mal ist, dann hätte ich es anders gemacht. Dann hätte ich ihm gesagt, wie sehr ich ihn liebe, wie viel er mir bedeutet. Dann hätte ich ihm nochmal einen schönen Tag bereitet oder uns. So. Und das ist ja immer dieses, ne, wenn du wüsstest, dass dein Tag oder wenn der Tag der letzte wäre, wie würdest du ihn leben? Wie würdest du mit den Menschen sein? Mit welchen Menschen würdest du sein? Aber wir halten uns immer an diesem letzten Tag auch gerne fest. Und wenn es dann eben nicht so gelaufen ist, dann machen wir uns so viele Vorwürfe und bleiben so sehr in diesen schlechten Erinnerungen. Dabei gibt es ja so viele tolle Erinnerungen vorher, an denen es auch festzuhalten geht. So, die wichtig sind, daran festzuhalten und diese Erinnerungen aufrechtzuerhalten. Weil wir sind alles Menschen. Wir sind nie immer perfekt. So. Und meistens sind ja auch die Streitereien nie im Bösen. Und es ist menschlich. Und sich dafür
zu verurteilen oder so. Da tut man sich und niemandem einen Gefallen. Und ich glaube, dass auch die verstorbene Person das nicht wollen würde. Es ist auch immer ein schöner Gedanke, sich zu fragen, ist es das, was die Person für mich gewollt hätte, dass ich die ganze Zeit daran festhalte und mir Vorwürfe mache. Ja. I hurt you and I didn't mean to. Und das ist das Wichtige, I didn't mean to. Darauf kommt es an. Wir verletzen immer wieder Menschen, wir werden immer wieder verletzt. Und oft genug ist es nicht so gewollt. Und um diesen menschlichen Aspekt geht es, es war nicht so gemeint. Ja. Und auch dieses Tell me, did you know it was time to say goodbye? Manchmal haben Menschen das ja so im Gefühl. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich krank war oder ob er irgendwas anderes hatte. Ich weiß nicht, ob er Selbstmord begangen hat, aber es klang jetzt erstmal nicht so. Vielleicht war es ein Unfall, ich weiß es gar nicht. Wenn ihr das wisst, was der Todesgrund war, gerne in die Kommentare, klärt mich auf. Ja. Okay, lasst uns erstmal weiterhören. Ich spule nochmal ein bisschen zurück. Tell me, did you know it was time to say goodbye? I picked up the phone, I can't tell what the fuck's going on, but I hear the tone, I fear my gut was right, cause a minute ago my soul told my heart that something was wrong. Voice on the other end, trying to find the words to phrase it. I know where this is going, but don't say it, just hang up. Don't say that he gave up, if there's a nightmare, wake up, wake up. If there's only one prayer that God hears tonight, please be this. Heaven's got enough people already, so if you want to take another soul, just don't take his. I got a kid on the way that he gotta make laugh, and we all not ready for those laughs to end. But I knew when the phone rang again after we said amen, we just lost a best friend. Tell me, did you know it was time to say goodbye? Tell me, did the heavens align where angels fly? Okay, ich spule gleich nochmal zurück, aber der zweite Verse, der hat mich jetzt ein bisschen mitgenommen. I picked up the phone, I can tell what the fuck's going on, but I hear the tone, I fear my gut was right. 'Cause a minute ago my soul told my heart that something was wrong. Voice on the other and trying to find the words to phrase it. I know where this is going, but don't say it, just hang up. Don't say that he gave up. If this is a nightmare, wake up. If there's only one prayer that God hears tonight, please be this. Heaven's got enough people already. So if you want to take another soul, just don't take his. I got a kid on the way that he gotta make laugh. And we're all not ready for those laughs to end. But I know when the phone rang again, after we said amen, we just lost a best friend. Ja. Und da brauche ich gar nicht irgendwas rein interpretieren. Das ist sehr, 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 sehr klar gesagt. So. Da gibt es nicht wirklich ein Drumherum. Oder dahinter oder irgendwelche Layers. So. Ja. Okay. Weiter. Something's not
to say goodbye. Tell me, did the heavens align where angels fly? What happened when you kissed the sky? Tell me, did you know it was time to say goodbye? The new shit sounds so fucking good! The new shit's so good. Yeah! It sounds so fucking good! Shit was dope, dude. Hot as fuck! What's up? We're good? Say somebody else? That's it? I am your entry coordinator. Hey, entry double X! MPK! Fuck yeah! Alright, I'll stand in line, sir. Don't anyone stress you out. It's your day, motherfucker. Know what I mean? I really feel like we had the same conversation last year. In the same spot. Are we gonna grow up and be doing this when we're 50? Yeah, no, absolutely. Yeah, we are. The fucking red rocks are pink out there, our mushrooms are kicking in, and we're on top of Big guy on the loose, and you see him in the long grass out the back. Boys, wrap it up. Yeah, wrap it up. No, wrap it up. Wrap it up now. Wrap it up now. Close. We're done. Wrap it up. Wrap it up. Wrap it up. Bingo. Done. How's the show? That's a wrap! I'm not gonna yell at you guys. I'm just gonna tell you guys that I fucking love you! Ja. Ja. Entschuldigt. Mir ist doch noch eine Sache aufgefallen. Im zweiten Vers. Genau. Don't say that he gave up. Und dann eben mit diesem Tell me, did you know it was time to say goodbye? Das klingt so, als hätte er tatsächlich Struggles gehabt, ne? So. Jetzt könnte es tatsächlich selbstverschuldet gewesen sein, dass er von dieser Welt gegangen ist. Vielleicht geplant, vielleicht nicht geplant, vielleicht war es eine Überdosis. Vielleicht war es ein Unfall, der nicht so ganz ein Unfall war, vielleicht auf Alkohol, vielleicht einfach nur Sleeping Pills. Es klingt auf jeden Fall so, als wäre es nicht, als hätte es, ne, wenn es heißt, he gave up, kann es sein, dass es entweder etwas mit Depressionen war oder irgendeine Traumageschichte, die seit Jahren dabei war, oder etwas, was kürzlich anfing, vielleicht irgendeine andere Erkrankung auch, psychische Erkrankungen oder auch körperliche Erkrankungen. Und dann bleibt tatsächlich diese Frage, ne, übrig von, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, als wir uns gestritten haben und ich diese Sachen zu dir gesagt habe, wusstest du da schon, dass du aufgeben würdest, dass du gehen würdest? Ist vielleicht das, was ich gesagt habe, das, was dazu geführt hat, dass du aufgegeben hast? Bin ich vielleicht mit Schuld? Und da wird es dann natürlich wieder schwierig. So. Weil dann kommen natürlich noch mehr Schuldgefühle mit rein. Noch mehr Selbstvorwürfe, noch mehr Scham. Noch mehr Schuld, ja. Aber nicht unbedingt, weil wirklich er schuld ist. So. Sondern weil die Dinge zu einem Zeitpunkt vielleicht gesagt oder kamen, also gesagt wurden oder zu einem Zeitpunkt passiert sind, wo sein Freund quasi gerade in einem sehr instabilen Zustand gewesen ist oder in einem nicht zurechnungsfähigen Zustand. Und vielleicht jede andere Kleinigkeit auch dazu geführt hätte. Und vielleicht hat es gar nichts damit zu tun, aber diese Ungewissheit, ne, und
Dieses könnte ich schuld sein, dass mein bester Freund jetzt gegangen ist. Das wäre eine harte Nummer. Und ich hoffe für MGK, dass er inzwischen einen Weg gefunden hat, wenn es so gewesen sein sollte oder er irgendwann zu dieser Überzeugung gekommen sein sollte, dass er sich selbst vergeben konnte und es so loslassen konnte als seine Verantwortung und abgeben konnte zu der Person, die die Entscheidung getroffen hat, die ein erwachsener Mensch ist mit eigenen Struggles, mit eigenen Geschichten und die über Jahre der beste Freund gewesen ist und der wahrscheinlich sagen würde, mach dir keine Vorwürfe. Dinge werden gesagt, die nicht so gemeint sind. Da sind wir wieder bei diesem Menschlichen. So. Und am Ende war der Satz vielleicht so der letzte Tropfen auf den Stein. Und vielleicht auch nicht. Er wird es nie erfahren. Und sich dann zu entscheiden, die ganze Zeit sich damit zu quälen, dass er derjenige sein könnte, der schuld ist, kann man machen. Aber man kann auch genauso gut die Entscheidung treffen, zu sagen, es kann auch sein, dass ich nicht schuld bin und dass es so gekommen wäre. Dass es nicht mein Thema war. So. Es ist genauso in Ordnung, das so zu machen. Weil die Schuld und die Scham führt nirgendwo hin, außer zu noch mehr Leid. Und das ist nicht das, was sein bester Freund für ihn gewollt hätte. Ja. Ich lasse es so stehen. Was sind eure Gedanken? Was ist euer Insiderwissen, euer Hintergrundwissen? Ihr habt vielleicht sogar schon Interviews von MGK gehört zu dem Thema. Vielleicht kanntet ihr Sachen von Dingo. Vielleicht habt ihr was mitgekriegt. Das schien ja eher so, als wäre er fast schon eine Art Roadie, der irgendwie immer mit auf Tour war und ihn supportet hat und so. Ja, genau. Also von daher habt ihr noch zusätzliches Wissen, droppt es gerne in die Kommentare, klärt mich auf. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und das, was ich hier so von mir gegeben habe, lasst mir gerne ein Like da. Helft meinem Kanal zu wachsen. Wenn ich andere Sachen von MGK machen soll oder von einem anderen Künstler, droppt auch das gerne in die Kommentare. Und ich glaube, ich habe auch noch einen Song auf der Liste von MGK, Don't Let Me Go, war noch eine Empfehlung. Genau, den werde ich dann als nächstes machen. Und ansonsten abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann seht ihr bald mehr von mir. Und jetzt macht es gut.